Der California Ocean. Wir dürfen schon mal exklusiv hier reinschauen. Bald kommt er auf die Straßen. Eine Roomtour von vorne bis hinten. Alles im Detail. Wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute ist es endlich soweit. Wir feiern Premiere und zwar vom neuen VW California Ocean. Was er so alles mit sich bringt, das will ich euch heute in dieser kleinen Roomtour zeigen. Wir können ihn noch nicht testen, denn es ist immer noch Vorserie, aber ich kann euch eine komplette Roomtour geben. Wie ist sie gegliedert? Das ist ganz einfach. Im ersten Teil gucken wir uns mal die Spezifikationen an, mit welchen Motoren wird es Ihnen geben, welche Abmessungen hat er etc. Danach schauen wir uns das Fahrzeug außen komplett an und dann hüpfen wir rein. Wir beginnen natürlich mit dem Cockpit, gehen dann über den Essbereich, über die Küche hin zu den Schränken, schauen uns den Schlafbereich unten und oben an, gucken in den Kofferraum und dann kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und wir starten sofort los mit den Spezifikationen. Lasst uns mit dem Motor beginnen und da haben wir eine Auswahl an Motoren. Warum? Weil wir auf die Plattform des Multivans zurückgreifen. Das bedeutet, wir haben zum einen den 110 kW Dieselmotor zur Verfügung, wir haben einmal den 150 kW Benzin und wir haben einen Hybriden und das finde ich sehr, sehr interessant. Das bedeutet, wir hätten dann einen 150 kW Benzin, der die Vorderachse antreibt. Und zusätzlich haben wir einen Elektromotor, der die Hinterradachse antreibt. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wir haben ein Allradfahrzeug und das finde ich ziemlich nice. Und damit würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Abmessungen. Die Fahrzeugbreite liegt bei 1,94 m ohne die Außenspiegel und mit den Außenspiegeln liegen wir bei 2,25 m. Bei der Fahrzeuglänge liegen wir bei 5,17 m. Der Radstand beträgt dabei 3,12 m. Das Wichtige dabei ist, dass wir hier von der Langversion sprechen. Das bedeutet aber wiederum nicht, dass wir hier einen längeren Radstand haben, sondern wir haben einfach einen längeren Überhang. Fahrzeughöhe, und das finde ich ist ganz, ganz wichtig bei dieser Fahrzeugkategorie der Campingbusse. Wir reden hier von 1,99 m und das bedeutet letztlich, dass du auch immer noch in den meisten Fällen tiefgarage- und parkhaustauglich bist, bis 2 Meter eben. Und das ist gar nicht mehr normal bei diesen Fahrzeugen und das haben wir so gesehen auch wieder dem Multivan zu verdanken. Bei den Spezifikationen darf natürlich auch der Preis nicht fehlen, allerdings legt sich hier VW noch nicht wirklich fest. Ich vermute mal, dass es aber keine großen Überraschungen geben wird und die Preise ähnlich wie beim Vorgängermodell angesiedelt sein werden. Das bedeutet, dass der Ocean zwischen 80.000 und 85.000 € starten wird, durchaus aber auch im sechsstelligen Bereich konfigurierbar sein wird. Daneben gibt es noch den etwas kleineren Bruder, den Coast, der wird dann irgendwo zwischen 70.000 und 75.000 € beginnen und dann gibt es ja noch den kleineren Bruder, allerdings dann ohne Küche, das ist der Beach und der wird ab 60.000 bis 65.000 € beginnen. By the way, wenn euch mal ein Video interessieren würde mit den konkreten Unterschieden zwischen diesen drei Modellen, dann lasst es mich in den Kommentaren sehr gerne wissen, dann werde ich dann nacharbeiten. Damit sind wir mit den Spezifikationen durch und wir gucken uns das Fahrzeug jetzt mal von außen an. Ja, äußerlich fällt natürlich am meisten die zweite Schiebetür auf, die wir jetzt auf der Fahrerseite zur Verfügung haben. Beide Schiebetüren mit Schiebefenster und wenn wir hier hintergehen, dann sehen wir hier zum Beispiel die Kraftstoffversorgung. Was dabei auch noch zu erwähnen ist, wenn du mit dem Plug-in-Hybrid fährst, dann hast du vorne rechts auch noch mal eine Klappe, wo du den Strom laden kannst. Thema Strom, hier auch noch mal wichtig, Landstrom. Die Steckdose befindet sich auf der Fahrerseite ganz hinten. Und hier über mir ist eine Besonderheit. Die Markise ist jetzt an sich erstmal nicht besonders, denkt ihr, aber die hat es in sich. Warum? Im wahrsten Sinne einmal den Markisenstab, den verstaust du nämlich jetzt direkt in der Markise, finde ich sehr praktisch. Und eine zweite Geschichte, die wirklich ganz neu ist, du hast jetzt ein Klicksystem hier. Das bedeutet, bei der Aufhängung kannst du einfach mit 2 Klicks die Markise abnehmen und in der Garage verstauen. Wenn du die Halterung in der Garage anbringst, sogar dort auch noch aufhängen. Oder wenn du diese Halterung auch auf der anderen Seite montiert hast, kannst du die mit 2 Klicks hier abnehmen und auf die andere Seite an deinem Fahrzeug anbringen. Du kannst sie vom Werk aus entweder links oder rechts bestellen. Und du kannst natürlich auch ganz wild am Ende im Zubehör deine Markise nachbestellen und kannst rechts und links mit Markise fahren. Es liegt also an dir, wie wild du da unterwegs bist. Ja, und ansonsten bleiben wir äußerlich natürlich im Erscheinungsbild des Multivans, mit der Ausnahme natürlich des Aufstelldachs. Und das schauen wir uns jetzt gleich an, wenn wir nach innen gehen. Ja, und jetzt sitzen wir zusammen im Cockpit. Das Wichtigste ist schon mal, wenn du hier sitzt, du hast hier einen Pilotensessel. Das heißt, du hast rechts und links eine Armlehne. Finde ich immer
absolut wichtig. Beim Cockpit selber ist vollkommen klar Multivan. Das heißt, es ist uns eigentlich alles bekannt. Wir haben ein voll digitales Display. Besonderheit gegenüber des Multivans ist hier definitiv, dass ich hier Bedieneinheiten habe, um das Dach aufzustellen und wieder herabzulassen. Bei dem Ocean funktioniert das nämlich alles natürlich vollautomatisch, aber nicht nur über diese Bedienelemente, sondern ich kann das zum Beispiel auch noch über die App machen. Gucken wir uns aber gleich nochmal an. Wobei ich an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass das automatische Aufstelldach eine Sonderausstattung darstellt. Und was für mich ansonsten noch immer wichtig ist, ist Ablagefläche und Getränkehalter. Und die habe ich hier, wie es bekannt und gewohnt ist. Und dann natürlich hier noch diese kleinen Fächerchen. Handschuhfach ist auch noch mit dabei. Und damit sind wir hier bei den Ablagen auch schon wieder durch. Was ich hier vermisse, ist der Schacht für die Verdunkelung. Denn das habe ich bei der Studie so angedeutet gesehen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es so komplex war mit diesen Seitenscheiben, dass man sich dafür hat eine andere Lösung einfallen lassen müssen. Die gucken wir uns dann aber an, wenn wir uns den Schlafbereich anschauen, wenn wir das Fahrzeug komplett verdunkeln. Wir, würde ich sagen, machen jetzt weiter mit den Drehsitzen, denn die haben auch noch mal eine Besonderheit. Drehen wir mal die Stühle um und das Wichtigste ist, das Ganze geht auch bei geschlossenen Fahrzeugen, aber dann könnt ihr es nicht so gut erkennen. Das Erste, was ich immer mache, ich versuche einfach mal hier die Rückenlehne ein bisschen nach vorne zu drehen, damit ich hier an der B-Säule nichts zerstöre. Dann habe ich hier unten diese kleine Zuröse, sage ich jetzt einfach mal, anziehen und dann entriegelst du den und kannst den problemlos drehen. Wie gesagt, passt mir nur auf, dass ihr die B-Säule da nicht irgendwie in Beschlag nimmt. Und dann kannst du den Stuhl ganz normal nach hinten drehen und fertig ist die Lauge. So, schon ist der Sitz umgedreht. Das Besondere ist jetzt aber nicht nur das Drehen, das kennen wir ja schon, sondern im Übrigen muss ich sagen, dass die sehr bequem sind, sondern das Besondere ist jetzt, dass diese Stühle auch höhenverstellbar sind und das ist schon auch wieder was Besonderes, das kenne ich sonst auch nicht in der Branche. Das gilt natürlich auch für den Fahrersitz, wenngleich das ein bisschen komplizierter ist, denn da ist das Lenkrad noch im Weg. Alle Gamer aus den 90er Jahren, die viel Tetris gespielt haben, werden hier allerdings ihre wahre Freude haben. Sitze sind gedreht. Als nächstes will ich mit euch das Aufstelldach öffnen und nach oben fahren. Da habe ich zwei Möglichkeiten dazu, wie wir schon gesagt haben. Einmal über das Cockpit, über das Bedienpanel oder ich kann das Ganze auch ganz abgefahren über die App machen. Warum macht das jetzt über die App Sinn? Ganz einfach, wenn du zum Beispiel unter irgendeinem Hindernis stehst wie ein Baum, weil du im Schatten parken möchtest, dann kannst du da von außen gucken, ob du nicht irgendwas beschädigst. Und das finde ich schon mal ganz interessant. Eine wichtige Ergänzung habe ich noch, wenn ich das richtig interpretiert habe, wird es dennoch so sein, dass es hier bei dem Premium-Modell, dem Ocean, dieses automatische Aufstelldach leider nur optional geben wird. Aber egal, ob durch eigene Kraft oder durch die Automatik, danach habt ihr Stehhöhe und könnt vor allem für ordentlich Frischluft sorgen. Ich bin mit euch jetzt nach hinten, weil als nächstes schauen wir uns die Küche an. Es hat sich gegenüber der Studie doch so einiges verändert. Ich zeige euch mal hier die Basics. Wir machen hier auf und haben, wie man es erwartet, eine Spüle und ein Gaskochfeld. Alles mit Piezo-Zündung, selbstverständlich. Hier drunter habe ich eine Schiebetür. Wenn ich die aufmache, sehe ich auch den Gashaupthahn. Und direkt unter der Spüle ist noch eine Besteckschublade. Aber selbst unter der Schublade habe ich immer noch genügend Platz für Krims und Krams. Daneben habe ich ein bisschen Elektronik. Einmal 230 Volt, wenn ich an Landstrom bin. Und zum anderen habe ich auch USB-C. Dafür brauche ich keinen Landstrom. Darüber hinaus gibt es noch eine zweite 230 Volt Steckdose. Vermutlich betrieben mit einem kleinen Wechselrichter mit bis zu 300 Watt. Hinter habe ich noch viel Ablagefläche oder, was auch wichtig sein kann, gerade wenn man das Auto winterfest machen möchte, ich kann hier auf den Wassertank zugreifen und kann hier auch den Haupthahn aufmachen und damit den gesamten Tank entleeren. Das findet ihr also hier hinten. Was habe ich sonst noch? Was noch wichtig ist, wenn ich das Ganze hier zumache, habe ich natürlich eine Arbeitsfläche. Das Ganze ist Glas, es ist so ein Milchglas. Das bedeutet, wenn ich es geöffnet habe, dringt trotzdem Licht in mein Fahrzeuginneres, aber es ist trotzdem stabil genug, um hier drauf zu arbeiten. Jetzt sagt ihr, Markus, wo ist denn eigentlich der Kühlschrank? Will ich euch verraten. Früher war er hier, jetzt ist er hier unten in Form einer Kühlschublade. Und das bedeutet, ich kann sowohl von hier hinten auf den Kühlschrank zugreifen, von hier vorne, aber eben auch, und das ist das Besondere, von außen. Und das bedeutet, dass ich von außen mir auch mein kühles Bier holen kann. Beispielsweise, wenn ich Fußball-EM gerade mit meinen Kumpels gucken möchte. Aber das ist nicht das einzig Besondere jetzt an diesem neuen Konzept des Fahrzeuges, sondern hier auch dieser Tisch. Den kann ich hier rausnehmen und kann ihn, um jetzt erstmal bei der Küche zu bleiben, ich habe hier hinten nämlich so ein kleines Beinchen, kann den auch beispielsweise hier einhaken.
fahre den hier raus und habe dann meine Arbeitsplattenerweiterung, die ich hier natürlich bestmöglich nutzen kann. Ich kann den Tisch aber nicht nur hier einfahren, sondern kann ihn beispielsweise auch wieder hier unten lassen. Und dann habe ich hier draußen eine kleine Bar. Und schon habe ich hier draußen ein schönes Plätzchen, wo ich beim Grillen meine Sachen abstellen kann, wo ich ein bisschen arbeiten kann. Und hier unten befindet sich dann auch noch mal eine 230 Volt Steckdose. Funktioniert allerdings dann auch wieder nur, wenn ich an Landstrom angehangen bin. Alle guten Dinge sind drei, heißt es, und daher kann man diesen Tisch auch für innen verwenden, zum Beispiel wenn man alleine ist und kurz am Laptop arbeiten möchte oder zum Beispiel als Arbeitsplattenerweiterung. Schauen wir uns jetzt als nächstes noch die Staufächer an, denn die sind ja sowohl für die Küche als auch für das ganz normale Reiseverhalten wichtig. Ich habe hier hinten einen großen Schiebeschrank, den ich benutzen kann, in dem Fall jetzt mit 2 Hauptfächern drin. Ich habe aber noch weitere Ablagefächer, zum Beispiel hier hinten den Staukasten. Das meines Erachtens ein klein wenig gewachsen ist, und neu hier bei dem Ocean ist eine Tasche am hinteren Seitenfenster und es gibt kleine Schubladen unter jedem Sitz. Des Weiteren gibt es noch Ablagefläche, wenn ich mein Bett umgeklappt habe, und den Kofferraum. Dazu kommen wir aber gleich. Als nächstes bauen wir uns mal das Bett auf und dafür fahre ich jetzt erstmal die Stühle ein bisschen nach vorne. Das Wichtige ist bei dem Stuhl, dass man daran denkt, die Kopfstützen entsprechend umzudrehen, damit ich danach eine bessere Liegefläche habe. So, Numero uno. Machen wir das mal mit dem zweiten. Als nächstes öffnen wir hier die Matratze und holen uns die einfach mal so nach vorne. Und das wird einfach nur umgerollt und fertig. Und schon habe ich mein Bettchen. Was man vielleicht noch sagen sollte, was hier auch wieder besonders ist, hier unten ist die Matratze verstärkt. Also es ist hier nicht einfach nur eine weiche Matratze, sondern hier unten ist ein Brett. Und dadurch gewinnt das alles nochmal an richtiger Stabilität und sorgt damit natürlich auch für Bequemlichkeit. Und natürlich ist jetzt noch wichtig, wie groß das Bett ist, und wir haben hier Abmessungen von kuscheligen 1,98 Meter mal 1,06 Meter. Ist das Bett dann aufgeklappt, hat man immer noch Zugang zu den Seitenfächern. Es kommt sogar noch ein neues Ablagefach unterhalb des vorher gezeigten Schrankes hervor. An dieser Stelle möchte ich euch direkt noch die Verdunkelung zeigen. An den hinteren Scheiben sind überall Rollos, die man einfach nach unten zieht. Im vorderen Bereich gibt es keine Rollos, wie bereits erwähnt, sondern hier behilft man sich mit Matten, die man in die Scheiben reinlegen kann. An den Seitenscheiben werden sie mit Magneten befestigt und vorne dienen Metallstäbchen zur Stabilisierung. Und das ist das Ergebnis unter blauem Himmel und Sonnenschein. Und dann gibt es daher noch das Bett im Aufstelldach, und das hat Abmessungen von 2,05 Meter in der Länge und 1 Meter und fast 14 in der Breite. Die großen Fenster mit Fliegengitter sorgen für reichlich Licht, aber natürlich auch für Frischluft. Am Kopfbereich befinden sich dann noch auf der einen Seite eine 12 Volt Steckdose, auf der anderen Seite eine USB-C Steckdose sowie Lichtschalter auf beiden Seiten. Nächster Punkt, die Bordelektronik, und hier möchte ich mit dem Licht starten. Eines vorweg, es gibt viel Licht im neuen California Ocean. Über Schalter kann ich zum Beispiel das Ambiente-Licht im oberen Bereich, aber auch in der Küchenzeile steuern. Zudem befinden sich auf beiden Seiten noch Spotlights. Um diese anzuschalten, tippt man einfach mit dem Finger drauf, genauso zum Ausschalten. Hat man auf beiden Seiten die Spotlights an, kann man mit einem Doppeltipp alle Lichter auf einmal steuern. Hinter der rechten Schiebetür befindet sich dann das Bedienpanel. Ein iPad wie der Studio hat es zwar leider nicht ins Fahrzeug geschafft, aber hier kann ich doch alles sehr benutzerfreundlich bedienen. Sowohl das Setup als natürlich dann später auch die Kühlbox, die Heizungen und die ganze Lichtsteuerung. Hier bei diesem Prototypen waren noch nicht alle Funktionen freigeschalten, aber wenn ihr Bock habt, dass ich dieses Auto später auch wirklich mal teste, also im Camping-Einsatz erprobe, werde ich das natürlich auf Herz und Nieren für euch durchchecken. Und jetzt gucken wir uns natürlich nochmal den Kofferraum genau an. Und der geht schon mal spielend leicht auf. Das ist das Allerwichtigste. Gucken wir erstmal hier rein. Hier haben wir natürlich die Matratze, das ist klar, die haben wir gerade gesehen. Hier unten drunter haben wir dann noch einen Tisch.
Und diesen Tisch, den kann ich sowohl für außen verwenden, aber auch für das Fahrzeuginnere. Also wenn ich innen einen großen Tisch brauche, nicht den kleinen Tisch benutzen möchte, dann kann ich das alles mit diesem Tisch hier machen. Denn es sind noch ein paar andere Sachen, die hier wirklich von Bedeutung sind. Und zwar einmal ist hier der Zugang zum Wassertank. Also hier kann ich den Wassertank auffüllen. Direkt daneben habe ich dann die Außendusche. Und die Außendusche, die befindet sich hier im hinteren Schrank. Und das bisschen versteckt unter dem Unterboden hier. Hier ist die Außendusche. Eines ist hier unten noch wichtig, und zwar befindet sich hier die Klappe zur Gasflasche. Ja, und dann haben wir hier oben natürlich noch was ganz Wichtiges. Eines ist mir schon mal aufgefallen. Im Gegensatz zur Studie kann ich jetzt mit meinen 1,75 hier unter dem Kofferraumdeckel stehen und habe noch ordentlich Luft. Also danke VW, dass ihr mich da erhört habt. Aber finde ich gut. So, und dann haben wir hier oben natürlich noch den Klassiker, und zwar die Stühle. Aber... und das ist jetzt nicht böse gemeint, es ist eben nicht mehr ganz der Klassiker, sondern es gibt neue Stühle. Das klingt ein bisschen bescheuert, aber die von euch, die diese Stühle kennen, die wissen, dass die hier immer so wehgetan haben. Und die Stühle, die neuen, die sind ganz anders vom Sitzkomfort. Deutlich bequemer, zumindest mit meinen 1,75. Und aufgeräumt ist das Ganze natürlich auch wieder spielend, leicht. Einfach nur hier hoch. Und wichtig, mit dem Klett hier festmachen und schon ist das Ganze wieder safe und wir können die Klappe auch mit ein bisschen Kraftaufwand schließen. Soweit, so gut. Ich hoffe, du konntest dir jetzt deinen eigenen ersten Überblick über dieses neue Fahrzeug, über diesen neuen Wurf von Volkswagen verschaffen, über den California Ocean. Wenn dem so ist, dann schreib deine Meinung sehr, sehr gerne unter die Kommentare. Ich bin da super gespannt drauf. Ich bin mir sicher, es wird polarisieren, denn es ist, und das darf man nicht verschweigen oder das kann man auch nicht verschweigen, es ist ein richtiger Wechsel zu spüren bei Volkswagen, bei der California-Serie. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie damals von T3 zu T4. Das war einfach auch ein komplett anderes Fahrzeug und so verhält es sich hier auch. Deswegen bin ich auf deine Meinung sehr gespannt. Und jetzt aber noch kurz zu meiner persönlichen Meinung dieses Fahrzeuges. Ich hatte zugegebenerweise viele Vorurteile gegenüber diesem Fahrzeug. Einmal, weil ich mir dachte, okay, du hast viel weniger Platz innen, das Raumgefühl ist ein ganz anderes. Also ich hatte sehr, sehr viele Vorurteile. Und ich muss auch sagen, jetzt in dieser ersten Besichtigung, ihr müsst wissen, ich habe dieses Auto jetzt auch nur 2-3 Stunden gesehen. Also ich konnte den jetzt noch nicht testen. Das wird alles noch folgen. Und zwar dann, wenn der wirklich auf die Straße kommt. Das wird so gegen August sein. Dann werde ich damit nochmal einen ausführlichen Test machen. Was mir jetzt aber so am Anfang aufgefallen ist, ist zum Beispiel das Thema mit den Tischen. Du musst theoretisch immer von innen nach außen gehen, dir den Tisch holen und dann wieder nach innen reinbringen. Das fand ich in dem alten Konzept irgendwie ein bisschen cooler, weil da einfach alles da war. Und ich glaube aber, in der Realität wird es am Ende auch so sein, gerade mit dem kleinen Tisch, dass du den auch während der Fahrt im Fahrzeug belassen kannst. Und dann ist das alles schon wieder überhaupt kein Thema mehr. Dann gibt es nur noch ein Gasfeld. Das reicht für mich persönlich absolut aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das für den einen oder anderen zu wenig ist. Die Betten empfinde ich als relativ schmal, also als Vierschläfer musst du dich schon sehr gerne haben. Die Verdunkelung an sich finde ich erstmal top, allerdings braucht man nun aufgrund der fehlenden Rollos im vorderen Bereich für die dafür anfallenden Matten natürlich Staufläche während des Transports. Aber ich will ja nicht nur meckern. Das Thema Raumgefühl, also bin ich jetzt, wenn ich den so erlebe, ganz anderer Meinung. Ich finde, das Raumgefühl ist toll. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass das kleiner wäre oder enger wäre, als das bei dem 6.1 der Fall war. Im Gegenteil, ich finde es sogar viel luftiger. Also, was heißt viel? Es ist übertrieben, aber ich finde es sehr, sehr angenehm. Also ich erkenne keinen Unterschied. Ich finde, die Polsterung und das Design ist super schick. Ich finde, was halt Volkswagen einfach gut macht und was die immer hinkriegen, sind diese Kleinigkeiten, dass... Ihr habt es vorher gesehen, als ich das Bett umgeklappt habe, wie die Schiebetür von dem Seitenschrank aufgemacht habe und ich die Schublade geöffnet habe, dann geht die über die Matratze. Und das sind so Kleinigkeiten, es funktioniert alles, es wurde alles ineinander abgestimmt und das hast du leider nicht oft in der Branche und das fällt hier wirklich auf bei diesem Fahrzeug. Also das haben sie sich beibehalten und das finde ich klasse. Was mir deutlich besser gefällt als im vorherigen Modell sind die Sitze im hinteren Bereich, denn die kann man nun endlich alleine herausbauen und wieder einsetzen. Der Alex zeigt mir hier kurz, wie man verschiedene Variationen gestalten kann. Zum Beispiel mit nur einem Sitz unterwegs sein, wenn man sein Fahrrad mitnimmt, aber dennoch kann man dann später das Bett ausklappen. Man kann 2 Sitze hintereinander bauen, man kann sie gegenüber voneinander positionieren. Letztlich gibt das so viel Flexibilität, dass es deutlich besser auf das Konto Alltagsfahrzeug einspielt. Was ich am allerbesten finde, sind die Schiebetüren. Und zwar, dass ich jetzt 2 Stück habe. Und was mir auch wirklich auffällt bei diesem Fahrzeug, diese Tür gibt es einmal elektrisch. Das ist hier nicht der Fall. Aber wenn ich die hier zumache,
Das ist alles super leise und das ist ja auch ein wichtiger Punkt auf dem Campingplatz. Also die Türen haben es mir am meisten angetan. Dieses Freiheitsgefühl, dieses Raumgefühl, das dadurch entsteht, wenn du 2 Seiten aufmachen kannst, das ist wirklich gigantisch und das gefällt mir richtig, richtig gut. Naja, so viel zu meiner persönlichen Meinung. Jetzt bin ich total gespannt, wenn wir den dann endlich mal auf der Straße erleben, wenn wir ihn testen dürfen. Und wenn dem so auch ist und du es noch nicht gemacht hast, dann sei so wild und abonniere den Kanal. Dann wirst du natürlich auch auf dem Test mit dabei sein. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Freue mich, wie gesagt, auf deine Meinung hier unten in den Kommentaren. Wenn du Fragen hast, auch super gerne. Ich versuche die dann so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn es dich interessiert, ich habe hier auch noch mal kurz einen Blick in den Beach reinwerfen können, dann guckst du dir den auch noch mal sehr gerne an. Und ansonsten würde ich sagen, egal mit welchem Auto du auch immer unterwegs bist, ich wünsche dir immer ganz, ganz tolle Reisen. Und das Wichtigste ist, dass du gesund und glücklich wieder zu Hause ankommst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao. Hey, und eines ist mir noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ich hatte nur so 2-3 Stunden Zeit, dieses Auto zum einen zu verstehen und auf der anderen Seite aber auch zu drehen. Und deswegen hatte ich Unterstützung dabei, den Harry. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, denn er hat mir geholfen, dass wir diese Bilder mit nach Hause nehmen können und dass ich vor allem nichts vergessen habe. Super cool. Danke, Harry.